Unglaublich aber war, wenn du einen Zweitpass, einen Führerschein oder ein anderes ID-Dokument aus dem Ausland in die EU zugeschickt bekommst, dann wird die Sendung bei der Ankunft in der EU von den Behörden geöffnet und ich vermute eben auch, deine neuen Ausweisdokumente werden fotografiert. Was es damit auf sich hat und wie du dich schützen kannst, das werde ich dir in diesem Video verraten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich mit dem Thema Zweitpass, zweite Staatsbürgerschaft beschäftigst, weil dir das Ganze in Europa langsam viel zu heiß wird. Denken wir zum Beispiel an das Thema Wehrpflicht oder auch in Zukunft vielleicht mal eine Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, denn die Staatskassen werden ja immer klammer. Oder einfach auch nur Schutz vor dem deutschen Passgesetz. Denn dein deutscher Pass und Personalausweis kann ja willkürlich von den deutschen Behörden entwertet werden, wenn du nicht parierst. Wenn also für dich ein Zweitpass immer wichtiger wird, dann können wir dich hier umfangreich unterstützen. Fordere jetzt kostenlos und unverbindlich eine Potenzialanalyse an. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Du hast es ja schon vielfach hier gesehen. Wir helfen Mandanten dabei, Zweitpässe zu erhalten, Staatsbürgerschaften per Investment zu bekommen. Da gibt es einige Länder, wo das möglich ist. Ein von uns favorisiertes Programm ist zum Beispiel Sierra Leone. Aber dann gibt es auch verschiedene Programme in der Karibik, wo man eben gegen eine Spende an den Staat oder auch ein Immobilieninvestment zum Beispiel dann eine Staatsbürgerschaft in diesem Land bekommt. Seit 2024 ist es auch aus deutscher Sicht komplett legal. Du kannst mehrere Staatsbürgerschaften haben. Du musst das auch nicht dem Staat melden. Du musst da nicht um Erlaubnis fragen, dass du jetzt eine zweite Staatsbürgerschaft beantragst. Bei den Schweizern ist das schon seit langer Zeit so. Bei den Österreichern übrigens leider noch nicht. Das heißt, als Österreicher kannst du keine zweite Staatsbürgerschaft haben und daher auch keinen zweiten Pass. Wobei auch hier natürlich die Länder melden das ja nicht nach Österreich. Das heißt, aus Sicht der Länder kannst du auf jeden Fall einen zweiten Pass beantragen. Das ist natürlich schlecht für dich, wenn du dann bei der Einreise nach Österreich mit beiden Pässen erwischt wirst, zum Beispiel in einer Zollkontrolle. Also daher, dieses Thema ist sensibel, aber eben generell für Deutsche und für Schweizer überhaupt kein Problem. Du kannst so viele Pässe haben, wie du willst. So, der Ablauf ist dort normalerweise so, dass das schon natürlich relativ kompliziert und umfangreich ist, dann den Pass zu bekommen. Wir handeln das natürlich alles für dich, aber diese Länder wollen natürlich jetzt nicht jeden haben. Das heißt, die machen dann einen Background-Check, die prüfen, ob du vorbestraft bist, ob du da bei Interpol auf irgendeiner Liste stehst und ähnliche Checks werden da gemacht. Das heißt, das Ganze geht natürlich dann mehrere Monate und zudem muss man sagen, dass natürlich auch immer mehr Deutsche und Europäer oder auch Amerikaner solche Pässe beantragen. Das heißt, zum Teil gibt es da auch lange Backlogs und das Ganze geht viel länger, als man sich wünscht. Also das heißt, schnelle Pässe momentan, so wie in Sierra Leone, dauern ein paar Monate. Andere Pässe können auch dann schon mal ein Jahr dauern, bis man das Ganze hat. Aber natürlich im Vergleich zu einer herkömmlichen Einbürgerung, die ja 5 Jahre, 6 Jahre dauert, ist das Ganze immer noch ziemlich schnell. Und wenn es eben unter den Nägeln brennt, wenn es schnell gehen muss, da sind oftmals die CBI, Citizenship by Investment Programme, doch noch das Schnellste. Also jetzt nehmen wir einmal an, dieser Pass wurde nun für dich ausgestellt. Er liegt nun bereit für dich. In der Regel ist das dann nicht in dem Land, wo der Pass für dich bereit liegt. Also wenn du jetzt einen Pass aus der Karibik bekommst, dann ist dieser Pass nicht zur Abholung bereit für dich auf der karibischen Insel, sondern vielfach verwenden diese Staaten dann Dienstleister, wie zum Beispiel in Dubai. Also nehmen wir mal an, der Pass liegt jetzt in Dubai für dich bereit. Dann hast du 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du persönlich nach Dubai fliegst und den Pass abholst. Die andere Möglichkeit ist, dass dir dieser Pass per DHL oder FedEx oder einem ähnlichen Anbieter dann nach Hause geschickt wird. Das ist komplett sicher, diesbezüglich musst du dich jetzt keine Gedanken machen, aber es gibt eben ein anderes Risiko, was uns seit kurzem so richtig aufgefallen ist. Früher war das meiner Meinung nach nicht so, das ist jetzt etwas, was es erst seit Neuem gibt. Und das ist im Grunde genommen Folgendes: Wenn Pässe in die Europäische Union verschickt werden, zum Beispiel auch mit DHL, dann wird natürlich dieser DHL-Umschlag dann gescannt und wenn eben die Software feststellt, dass dort ein Pass oder ein ID-Dokument drin ist, dann wird diese Sendung geöffnet und der Inhalt genau überprüft. Und ich vermute eben auch von den Behörden dann abfotografiert. Das ist übrigens nicht nur bei Pässen so. Wir organisieren ja auch für viele Mandanten, die ihren Wohnsitz in den Philippinen haben, zum Beispiel auch den Führerschein dort. Und auch wenn wir Führerscheine in die EU verschicken, dann gilt genau das Gleiche. Mein Kollege Daniel hat mir vor kurzem folgendes Bild zugeschickt. Wir blenden das jetzt mal ein. Er war in der EU, nicht mal in Deutschland, und hat dann diesen DHL-Umschlag bekommen. Und du kannst ganz klar sehen, dass er geöffnet wurde. In der Tat wurde uns das auch unter der Hand, sage ich jetzt mal, inoffiziell von DHL mitgeteilt. Oder ich sollte
wollte nicht sagen, wirklich DHL, denn das kam nicht wirklich von dem Unternehmen, sondern eben von einem Sachbearbeiter, den wir dort kennen. Der hat uns das mitgeteilt, ich will nicht sagen gewarnt, aber hat eben ganz klar gesagt, dass das die Handhabe in der EU ist. Mich erinnert das Ganze ehrlich gesagt an die DDR, wo ja auch die Post ehrlicher Bürger letztlich überprüft wurde, gelesen wurde, fotografiert wurde. Für mich einfach ein weiterer Beleg, zu welchem Überwachungsstaat eigentlich sich die EU mehr und mehr entwickelt. Da könnte ich jetzt andere Beispiele auch nennen. Digitale ID. Die EU hat ja auch vor kurzem wieder mal Vermögensregister angepriesen. Digitaler Euro, AMLA, zentrales Kontenregister. Also all diese Kontrollinstrumente. Und wenn sich natürlich nun ein EU-Bürger diesen Kontrollinstrumenten entziehen will, dadurch, dass er sich aus der EU verabschiedet und sich möglicherweise dann auch einen Zweitpass besorgt, weil er vielleicht in letzter Instanz sagen würde, naja, wenn es ganz schlimm wird, lege ich meine europäische Staatsbürgerschaft ab, wenn zum Beispiel die Besteuerung der Staatsbürgerschaft kommt. Da will natürlich dann die EU ganz genau wissen, was da passiert und vielleicht dann auch Maßnahmen ergreifen, dass es nicht möglich wird. Und das sehen wir ja momentan vermehrt. Einer der größten Vorteile der karibischen Pässe ist ja zum Beispiel, dass du dadurch visumsfrei in den Schengen-Raum einreisen kannst. Das heißt, nehmen wir einmal an, du hast einen solchen Karibikpass. Nehmen wir einmal an, du wohnst dann sowieso nicht mehr in der EU. Nehmen wir einmal an, im Worst Case würdest du sogar deine europäische, deine deutsche, deine schweizerische, deine österreichische Staatsbürgerschaft abgeben und hast nur noch diesen Karibikpass. Dann hast du momentan mit diesen Karibikpässen ziemlich viel Reisefreiheit. Das heißt, du könntest jederzeit in die EU einreisen, jederzeit in den Schengen-Raum einreisen, visumsfrei. Und weil diese Pässe dieses Privileg haben, sind sie eben ziemlich teuer, kosten 250.000 Euro und mehr. Dieses Privileg soll aber diesen Ländern nun weggenommen werden, weil die EU genau das nicht mehr will. Sie will nicht, dass man mit einem solchen Pass visumsfrei einreisen kann. Und glaubst du jetzt wirklich, dass es darum geht, dass hier irgendein Pakistani, der einen schlechten Reisepass hat, sich einen solchen Pass besorgt, damit er dann besser in der Welt Geschäfte machen kann? Glaubst du wirklich, dass es um den geht bei diesen Drohkulissen, die die EU hier aufbaut gegenüber diesen kleinen Karibikstaaten? Ich gehe nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass die EU das deswegen macht, weil sie im Grunde genommen Europäer diese zweiten Staatsbürgerschaften versauern will. Die EU will sagen, naja, du kannst zwar eine solche Staatsbürgerschaft beantragen, aber wirklich viel bringt's dir auch nicht, denn du musst dann wieder kompliziert Visa beantragen, wenn du in die EU einreisen willst. Und da würde dann vielleicht der eine oder andere sagen, naja, okay, dann lass ich's lieber gleich bleiben. Denn wer weiß, wenn du ein Visum beantragen musst, dann kann ja auch ein solches Visum abgelehnt werden. Und vielleicht ist auch das genau das Ziel, dass man eben Europäer damit abstrafen will, dass sie dann gar nicht mehr in die EU einreisen können, in einer fernen dystopischen Zukunft, will ich schon fast sagen, und sich daher zweimal, dreimal überlegen, ob sie sich wirklich der EU entziehen wollen, ob sie wirklich die rote Pille schlucken möchten oder lieber doch die blaue Pille schlucken. Zurück in die komfortable Unterdrückung, sage ich jetzt mal so. Also, das heißt, man muss hier tatsächlich die Puzzleteile zusammensetzen. Man muss die Zusammenhänge sehen, dass die DHL-Sendungen mit Pässen, mit Führerschein kontrolliert werden, dass die EU Druck ausübt auf die Staaten, die zweite Staatsbürgerschaften per Investment anbieten. Das muss man alles in einem Zusammenhang sehen, dass die EU bekämpft, dass du dich letztlich aus der EU herauslösen kannst. Also, wie gesagt, ich kann wieder nur Parallelen hier zu DDR feststellen. Und das ist aus meiner Sicht erschreckend. Also, was sind nun die Möglichkeiten? Was kannst du dagegen tun? Erstmal natürlich, du kannst den Pass persönlich abholen. Du kannst eben in das sogenannte Processing Center fliegen, zum Beispiel nach Dubai, manchmal auch nach London. Denn bei Sendungen in den UK passiert das auch nicht, um dort deinen Pass persönlich abzuholen. Du kannst mit uns zum Beispiel vereinbaren, dass wir dir den Pass persönlich übergeben. Auch das machen wir immer öfter. Dann treffen wir dich zum Beispiel auch in Deutschland, um dir dann den Pass zu überreichen, dass er eben gar nicht erst versendet wird. Denn, wie gesagt, also nochmal ganz klar, es ist ja absolut nichts Illegales. Du darfst diesen Pass beschaffen, wir dürfen dir diesen Pass beschaffen, wir dürfen den Pass dann zu dir bringen. Das muss man ja weder beim Zoll anmelden, noch muss man das in irgendeiner Weise geheim halten. Aber wenn wir hier eben so viel über den Überwachungsstaat EU reden, da hat man ja schon das Gefühl, dass man irgendwas Verbotenes tut, obwohl es absolut nicht verboten ist. Ja. Also das sind die drei Möglichkeiten. Und wenn du dich mit einem solchen Pass auseinandersetzt, dann würde ich dir auf jeden Fall ans Herz legen, gut darüber nachzudenken. Ich meine, vielleicht sagst du auch, ist mir komplett egal, soll halt die EU meinen neuen Pass abfotografieren. Dann landest du halt in irgendeiner Datenbank. Wer weiß, was dann mal in 10 Jahren irgendeine KI mit diesen Daten macht. Daher meine Empfehlung, besser nicht in irgendwelchen Datenbanken landen. Ich meine, wir alle können es nicht verhindern, dass wir in Datenbanken landen, aber soweit wir es verhindern können, desto besser
ist es natürlich. Auf keinen Fall würde ich dir raten, dich einschüchtern zu lassen. Wie gesagt, du tust nichts Verbotenes, außer wenn du Österreicher bist. Aber auch würde ich natürlich dir als Österreicher nicht empfehlen, was Verbotenes zu tun. Das ist natürlich völlig klar. Aber wie gesagt, Deutsche, Schweizer tun absolut nichts Verbotenes, wenn sie solche zweite Staatsbürgerschaften beantragen. Aber wir wissen nicht, wie das in der Zukunft ist. Ich meine, die Deutschen wollen ja möglicherweise dieses 2024 verabschiedete Gesetz zum Staatsbürgerschaftsrecht wieder ändern. Sie haben es ja auch schon zum Teil geändert. Die Express-Einbürgerungen sind ja nicht mehr möglich, aber man muss eben immer beide Seiten der Medaille betrachten. Es geht nicht nur darum, dass Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft als zweite Staatsbürgerschaft annehmen können, sondern eben auch, welche Rechte Deutsche dann entsprechend haben. Dem einen mag es vielleicht zustimmen, dem anderen nicht. Ja, also daher generell als Trend erleben wir natürlich, dass sich immer alles weiter verschärft, teurer wird, schwieriger wird, komplizierter wird. Das heißt, mein Tipp an dich auf jeden Fall, wenn du das mit dem Thema Staatsbürgerschaft dir überlegst, dann würde ich das so schnell wie möglich machen. Ich würde es nicht auf die lange Bank schieben. Selbst wenn du sagst, naja, momentan brauche ich das vielleicht noch nicht, ich möchte es aber dennoch machen. Wenn du die finanziellen Mittel hast, und es ist mir natürlich klar, dass das Ganze ein tatsächliches Investment ist, dann würde ich dir raten, es auf jeden Fall jetzt zu machen, weil alles wird laufend schwieriger. Und eben, was ich vorhin über die Karibikstaaten gesagt habe, ist dort auch ein gutes Beispiel. Noch vor 2 Jahren hast du nicht $250.000 für die Staatsbürgerschaft bezahlt, sondern nur die Hälfte. Und dann hat die EU aber diese Staaten gezwungen, den Preis zu erhöhen. Also in diesem Sinne, wenn auch du dich für eine zweite Staatsbürgerschaft interessierst, dann buche jetzt ein Beratungsgespräch mit meinem Kollegen Daniel, der bei uns im Hause für diese Themen zuständig ist, oder fordere zunächst mal eine kostenlose Potenzialanalyse an. Link zu allem in der Beschreibung dieses Videos. Wir beraten seit über 20 Jahren Mandanten genau zu diesen Themen: Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, zweite Staatsbürgerschaften, Plan B, Vermögensdiversifikation im Ausland. Ich selbst habe Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren verlassen. Ich habe damals schon die rote Pille geschluckt, möchte ich einmal sagen. Und es ist verrückt, welche neue Perspektive man eigentlich auf die Realität bekommt, wenn man sich zu diesem Schritt entscheidet. Daher, ich kenne niemanden aus unserer Mandantschaft, der jemals wieder zurückgegangen wäre. Und das will natürlich schon etwas heißen. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.